Am Morgen des 13. Januar 2018 begann der Tag auf Hawaii mit einer beunruhigenden Nachricht, die die ganze Insel erschütterte. Dieser Alarm wurde von einem Mitarbeiter der Hawaii Emergency Management Agency aufgrund eines falschen Klicks gesendet. Glücklicherweise stellte sich dieser Alarm bald als falsch heraus. Er wurde durch einen Fehler der Notfalldienste verursacht. Heutzutage kann sich diese Situation jedoch aufgrund einer echten Bedrohung wiederholen. Schauen Sie sich unbedingt die visuelle Simulation eines möglichen Atomkriegs zwischen der NATO und Russland an, die wir am Ende dieses Videos zeigen. Nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts, SIPRI, ist das Risiko eines Atomwaffeneinsatzes heute so hoch wie nie zuvor seit dem Kalten Krieg. Dies ist für die Menschen auf der ganzen Welt beunruhigend. Die Angst, nicht verstehen zu können, wie sich die Ereignisse im Falle eines Atomkriegs entwickeln könnten, ist die schlimmste aller Ängste. Welche Regionen werden betroffen sein? Wird die Armee in der Lage sein, das Land zu schützen? Wie hoch sind die Überlebenschancen nach einem Atomangriff? Was wird mit dem Planeten und der Menschheit geschehen, wenn es zu einem nuklearen Winter kommt? Welche Länder gehören zum sogenannten Nuklearclub, das heißt, sie besitzen Atomsprengköpfe? Zu dieser Gruppe gehören die USA, Russland, das Vereinigte Königreich, Frankreich, China, Indien, Pakistan und Nordkorea. Auch Israel soll im Besitz von Atomwaffen sein. Nach Angaben des SIPRI verfügen 9 Länder der Welt über mehr als 13.000 Atomsprengköpfe in ihren Arsenalen. Von den bestehenden Atommächten verfügen nur die Vereinigten Staaten und Russland über die nukleare Triade, das heißt strategische Bomber, Land- und seegestützte Interkontinentalraketen. Die US-Atomträger bestehen aus Land-, See- und Luftkomponenten. Die Landkomponente sind die Interkontinentalraketen LGM-30 deren Zerstörungskraft 40-mal größer ist als die der Hiroshima-Explosion. Die Raketen befinden sich in unterirdischen Silos, die einer nahen Nuklearexplosion standhalten können, und sind auf mehrere Bundesstaaten verteilt. Einer der Vorteile einer solchen Basis ist, dass die unterirdische Stationierung weniger Schutzmaßnahmen erfordert. Darüber hinaus können die Raketen innerhalb von 5 Minuten gestartet werden. Außerdem können diese Raketen von der Luftkommandozentrale aus gestartet werden, selbst wenn die Startkontrollzentren zerstört werden. Der zweite Trägertyp sind die strategischen Bomber Boeing B-52H Stratofortress und B-2 Spirit, die Raketen mit Nuklearsprengköpfen aus der Luft abschießen. Das Hauptmerkmal dieses Trägertyps ist, dass die Bomber bei Bedarf zurückgezogen werden können, bevor die Raketen gestartet werden. Außerdem sind die abgeschossenen Raketen für die gegnerische Radarsysteme schwer zu erkennen. Dies macht es für die gegnerischen Raketenabwehrkräfte schwierig, sie zu zerstören. Mehr als 70% der US-Atomsprengköpfe befinden sich auf Atom-U-Booten der Ohio-Klasse. Deren Hauptvorteile sind ihre hohe Manövrierfähigkeit und die Schwierigkeit, vom Feind entdeckt zu werden. Jedes U-Boot hat 24 ballistische Interkontinentalraketen vom Typ Trident an Bord. U-Boot-gestützte Raketen gelten als die gefährlichsten Waffen in einem möglichen Atomkrieg. Was wird also passieren, wenn sich eines der Länder dennoch für den Einsatz von Atomwaffen entscheiden? Im Falle einer realen Bedrohung durch einen nuklearen Angriff werden die Vereinigten Staaten nach einem bestimmten Einsatzplan handeln. Die Hauptaufgabe der strategischen Verteidigung besteht darin, die Sicherheit des Präsidenten und den Schlüssel zur Verteidigung der Vereinigten Staaten zu gewährleisten. Wenn sich der Präsident der Vereinigten Staaten außerhalb von stationären Gefechtsständen wie dem Lagerraum des Weißen Hauses oder dem Notfallkommandozentrale des Präsidenten befindet, kommuniziert er mit dem Pentagon über Atomkoffer.
Sobald das Pentagon bestätigt hat, dass der Präsident den Befehl gegeben hat, beginnt das Verfahren zum Drücken des Knopfes. Aber wer gibt die Befehle, wenn sich der Präsident während des ersten Angriffs im Epizentrum der Explosion befindet und stirbt? Für diesen Fall ist die Reihenfolge der Amtsnachfolge in der Verfassung festgelegt. Wenn der Präsident handlungsunfähig ist, sollte sein Platz vom Vizepräsidenten eingenommen werden. Der nächste auf der Liste ist der Sprecher des Repräsentantenhauses, der Präsident des Senats, der Außenminister und dann folgen die anderen Minister in einer bestimmten Reihenfolge. Wenden wir uns nun den möglichen Angriffen zu. Russlands Ziel könnte das Gebiet der Vereinigten Staaten oder eines der europäischen NATO-Länder sein. Bevor eine Interkontinentalrakete gestartet wird, durchläuft sie einen Vorwärmprozess. Sobald Infrarot-Aufklärungssatelliten das Aufheizen der Triebwerke einer Interkontinentalrakete feststellen, die von einer Raketenbasis irgendwo in Russland gestartet werden soll, wird diese Information an den Präsidenten der Vereinigten Staaten weitergeleitet. Das US Air Force Strike Command handelt gemäß den Anweisungen des Nuklearalarms. Eine Prioritätsmeldung wird sofort an die in Alarmbereitschaft befindlichen Luft- und Bodentruppen gesandt. Die in verschiedenen Teilen der Welt stationierten Flugzeugbesatzungen arbeiten nach einem einzigen Einsatzplan mit Zielen und Routen für jeden Bomber. Innerhalb weniger Minuten sind die kampfbereiten Besatzungen auf dem Weg zu ihren Einsatzorten. Gleichzeitig werden die Raketen in unterirdischen Silos in verschiedenen Staaten in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Mit ballistischen Raketen bewaffnete U-Boote nehmen Kurs auf die russische Küste, während Angriffs-U-Boote auf die Suche nach russischen U-Boot-Raketenträgern geschickt werden, um diese sofort zu zerstören. Eine russische Atomrakete erreicht ihr Ziel in Westeuropa. Der Präsident ordnet einen Vergeltungsschlag an. Gleichzeitig führt das Vereinigte Königreich nukleare Vergeltungsschläge gegen russische Großstädte durch. Und Moskau gibt den endgültigen Befehl für einen nuklearen Totalangriff. Sobald die russischen ballistischen Interkontinentalraketen in die Atmosphäre eintreten, wird sofort eine Welle amerikanischer Raketenabwehrsysteme aktiviert. Während der Startphase versuchen sie, die Rakete mit ihren eigenen Lasersystemen zu neutralisieren, woraufhin die bodengestützten Luftabwehrsysteme aktiviert werden. Nach Schätzungen von Militärexperten werden die Raketenabwehrsysteme etwa 56% der ballistischen Raketen abfangen können. Aber trotzdem die Hälfte der tödlichen Waffen wird ihr Ziel erreichen. In den Vereinigten Staaten wird gleichzeitig mit dem Start des Raketenabwehrsystems ein groß angelegter Gegenschlag befohlen. Die Armee feuert Raketen aus unterirdischen Silos ab. Amerikanische Bomber fliegen zu den Startplätzen der Atomraketen. Die U-Boote tauchen auf. Russische Raketenabwehrsysteme werden eingesetzt, um die Raketen abzufangen, aber die meisten Raketen erreichen ihre Ziele. In der Zwischenzeit wird der Präsident oder sein Nachfolger zusammen mit hochrangigen Militärs mit Spezialflugzeugen namens Doomsday in ein radioaktiv nicht verseuchtes Gebiet geflogen, von wo aus er das Land weiter regiert. Ein solches Szenario ist eine mögliche Entwicklung der Ereignisse. Wir sollten jedoch wissen, dass unabhängig davon, wie sich der Atomkrieg entwickelt, die Verluste enorm sein werden. Höchstwahrscheinlich werden viele große Städte und Menschen im Epizentrum der Explosion zerstört werden. Diejenigen, die überleben, werden mehr oder weniger von strahlenbedingten Krankheiten stark betroffen sein. Selbst Länder, die nicht von einem Atomangriff betroffen wären, müssten in einer Welt mit großen humanitären Problemen leben. Einer neuen Studie von Wissenschaftlern der Universität von Louisiana zufolge würde ein Atomkrieg zwischen Russland und der NATO den gesamten Planeten in Mitleidenschaft ziehen. Laut Wissenschaftlern würden sich die bei einem Atomangriff entstehenden Feuerstürme in schwarzen Rauch verwandeln. Dieser würde den größten Teil des Sonnenlichts blockieren,
zu weltweiten Ernteausfällen führen und den Welthunger verursachen. Außerdem zeigen Simulationen, dass sich die Erde innerhalb des ersten Monats nach einer Atomexplosion sofort abkühlen würde. Die Durchschnittstemperatur des Planeten würde um 10 Grad Celsius sinken, in manchen Regionen sogar um 30 Grad. Dies ist ein stärkerer Rückgang als während der letzten Eiszeit. Die Forschung hat gezeigt, dass die Temperatur der Ozeane nach einem Atomangriff ebenfalls rasch abfallen und erst nach sehr langer Zeit wieder das Vorkriegsniveau erreichen würde. Die Meereisfläche wird um Milliarden Quadratkilometer zunehmen. In der nördlichen Hemisphäre werden viele große Seehäfen sofort blockiert sein, und darüber hinaus wird sich das Meereis verschieben und nicht nur Häfen blockieren, sondern auch die Schifffahrt in der nördlichen Hemisphäre zum Erliegen bringen. Dies wird zu einer Einstellung des Handels und zu Problemen bei der Lieferung von Lebensmitteln in einigen Regionen führen. Niedrigere Temperaturen und weniger Sonnenlicht werden alle Algen zerstören, die das Rückgrat der Nahrungskette in diesem Ökosystem sind. Das gilt insbesondere für den Nordatlantik und den Pazifik. In den Ozeanen, aber auch an Land wird es zu Hungersnöten kommen. Die Forschung zeigt, dass es nach dem Modell Russland gegen die NATO Jahrzehnte dauern wird, bis sich das Land erholt hat, und Hunderte von Jahren für die Ozeane. Lassen Sie uns abschließend kurz das oben beschriebene Szenario veranschaulichen. Was geschieht im Falle eines totalen Atomkriegs zwischen Russland und den Vereinigten Staaten? Wenn eine Seite eine Atomrakete abschießt, entdeckt die andere Seite sie und reagiert, bevor die Rakete einschlägt. US-U-Boote, die von Westnorwegen aus ballistische Raketen starten, würden etwa 10 Minuten später in Russland einschlagen. Russische Raketen, die von Nordkanada aus gestartet werden, schlagen einige Minuten später in den Vereinigten Staaten ein. Bei den ersten Angriffen handelt es sich um elektromagnetische Impulsangriffe aus großer Höhe. Sie erzeugen einen elektromagnetischen Impuls von Zehntausenden von Volt, der elektronische Systeme und Stromnetze zur Explosion bringt. Spätere Angriffe zielen auf Kommando- und Kontrollsysteme und nukleare Startanlagen. Landgestützte ballistische Interkontinentalraketen brauchen etwa eine halbe Stunde, bis sie eintreffen. Große Städte werden angegriffen, weil sie militärische Einrichtungen enthalten und um den Feind daran zu hindern, sich vom Krieg zu erholen. Einige Marschflugkörper brauchen Stunden, um ihr Ziel zu erreichen. Jeder gezündete Atomsprengkopf erzeugt einen Feuerball, der so heiß ist wie der Kern der Sonne, gefolgt von einem radioaktiven Atompilz. Diese heftigen Explosionen lassen Menschen in der Nähe sofort verdampfen und verursachen weiter entfernt Brände und Erblindung. Die Ausdehnung des Feuerballs verursacht dann eine Druckwelle, die Gebäude beschädigt und die umliegenden Gebäude zerstört. Großbritannien und Frankreich, die auch über nukleare Kapazitäten verfügen, sind nach Artikel 5 der NATO verpflichtet, die Vereinigten Staaten zu verteidigen. Russland würde also auch sie treffen. Stürmische Winde treiben die Flammen in die Höhe, entzünden alles, was brennen kann, schmelzen Glas und einige Metalle und verwandeln Asphalt in eine ätzende heiße Flüssigkeit. Aber Explosionen, elektromagnetische Impulse und Radioaktivität sind nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist der nukleare Winter, der durch den schwarzen Kohlenstoffrauch der nuklearen Feuerstürme verursacht wird. Die Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde, verursachte ebenfalls einen solchen Feuersturm, aber die heutigen Wasserstoffbomben sind viel stärker. Eine Großstadt wie Moskau, in der fast 50 Mal mehr Menschen leben, kann viel mehr Rauch erzeugen, und der Feuersturm schickt schwarze Rauchwolken bis hoch in die Stratosphäre, weit über die Regenwolken, die den Rauch auflösen würden. Dieser schwarze Rauch, der durch das Sonnenlicht erhitzt wird, steigt wie ein Heißluftballon in die Höhe. Die Luftströmungen in großer Höhe sind so schnell, dass es nur wenige Tage dauert, bis sich der Rauch über den größten Teil der nördlichen Hemisphäre ausgebreitet hat. Inzwischen ist die Welt sogar im Sommer einer eisigen Kälte ausgesetzt. Zum Beispiel,
In den Agrargebieten von Kansas wird es etwa 20 Grad kälter, anderswo ist es fast doppelt so kalt. Jüngste wissenschaftliche Untersuchungen schätzen, dass 5 Milliarden Menschen sterben könnten. Etwa 99% von ihnen leben in den USA, Europa, Russland und China. Natürlich wissen wir nicht, wie viele Menschen einen Atomkrieg überleben würden. Aber wenn es so schlimm ist, wie Wissenschaftler vorhersagen, und es keine Gewinner, sondern nur Verlierer gibt, ist es so schrecklich, sich hilflos zu fühlen. Das ist ein beängstigendes Szenario. Und die erste Frage, die sich bei solchen Prognosen stellt, ist: Wie konnte die Menschheit mit ihrem Entwicklungsstand in Wissenschaft, Philosophie und Humanismus an die Schwelle zum Ende der Zivilisation kommen? Wir müssen sofort die Atomwaffen in allen Ländern abschaffen. Das Auftauchen dieser Art von Waffen im 20. Jahrhundert ermöglichte es jedoch, die Zahl der weltweiten Konflikte, die jahrelang andauerten, erheblich zu reduzieren und ein langanhaltendes Kräftegleichgewicht zwischen den größten Ländern zu schaffen. Jetzt ist die Situation in der Welt auf ein hohes Spannungsniveau zwischen den Atommächten gebracht worden. Aktivistinnen und Aktivisten auf der ganzen Welt üben Druck auf ihre Regierungen aus und versuchen Verpflichtungen zum Nichtgebrauch von Atomwaffen oder gar zur vollständigen nuklearen Abrüstung zu erreichen. Sie handeln in der Hoffnung, dass die nuklearen Spannungen gelöst werden. Andernfalls wird die Menschheit auf ewig eine Geisel dieser Situation bleiben. Und wieder sind wir am Ende eines weiteren Videos angelangt. Wenn Sie noch nicht auf unseren Kanal abonniert sind, um weitere informative Inhalte nicht zu verpassen, vergessen Sie bitte nicht, unser Kanal zu abonnieren, klicken Sie auf die Schaltfläche, Gefällt mir, öffnen Sie die Kommunikationseinstellungen und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden. Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Video zu einem anderen Thema wiedersehen und wünschen allen Menschen ein friedliches und brüderliches Zusammenleben.